1998 wurde in einem Schulbezirk von Maryland ein sehr berühmtes Werk der amerikanischen Literatur vom Lehrplan gestrichen, weil es angeblich sexuell explizit und anti-weiß sei. Nach zahlreichen Gegenprotesten wurde die Entscheidung rückgängig gemacht. Dies war nur einer von vielen Angriffen auf Maya Angelous »Ich weiß, warum der gefangene Vogel singt«. Nur wenige Bücher wurden so oft angefochten wie Angelous Biografie. Und interessanterweise haben die meisten Schulen und Bibliotheken, die Angelous Buch verboten haben, ähnliche Gründe dafür angeführt. Meistens argumentieren sie, dass die in der Biografie geschilderten sexuellen und rassistisch motivierten Übergriffe für junge Leser ungeeignet sind. Dabei scheinen sie eines zu übersehen. Angelou nutzt diese Themen, um die Gefahr von Zensur und Schweigen im Leben junger Menschen zu erkunden. Das 1969 veröffentlichte Buch »Ich weiß, warum der gefangene Vogel singt« schildert die Kindheit der Autorin, die als armes schwarzes Mädchen im Süden der USA aufwuchs. Im Mittelpunkt der Erzählung steht ein sexueller Übergriff, den sie mit 7,5 Jahren erlebte. Da die Erwachsenen in ihrem Umfeld den Vorfall tabuisieren und totschweigen, folgert Angelou, dass sie die Schuld daran trägt. Als sie ihren Peiniger vor Gericht identifiziert, wird der von einer Bürgerwehr getötet. Angelou glaubt, ihre Stimme sei für seinen Tod verantwortlich und verstummt daraufhin für 6 Jahre. Das Buch beschreibt Angelous Kampf, ihre Stimme wiederzufinden. Gleichzeitig erforscht sie darin den Schmerz und die unangebrachte Scham, die aus der Vermeidung unbequemer Realitäten erwachsen. Die Erzählstimme verbindet die kindliche Verwirrung mit dem erwachsenen Verständnis und bietet den Lesenden Einblicke, die Angelou als Kind verwehrt blieben. Sie verknüpft ihre Erfahrung, zum Schweigen gebracht und beschämt zu werden, mit der Erfahrung, arm und schwarz in einem Amerika zur Zeit der Rassentrennung zu leben. Sie schreibt, die schwarze Frau ist gefangen im dreifachen Kreuzfeuer von männlichen Vorurteilen, weißem unlogischen Hass und schwarzer Machtlosigkeit. Ihre Autobiografie war eines der ersten Bücher, in denen über sexuellen Missbrauch von Kindern gesprochen wurde. Besonders bahnbrechend war, dass dies aus der Perspektive des Kindes geschah. Jahrhundertelang wurden schwarze Autorinnen durch Stereotypen eingeschränkt, die sie als hypersexuell beschrieben. Aus Angst, diese Stereotypen zu verstärken, schrieben nur sehr wenige über ihre Sexualität. Angelou aber wollte sich nicht einschränken lassen. Sie stellte ihre Erfahrungen öffentlich zur Diskussion, ohne Entschuldigung oder Scham. Diese fast schon trotzige Haltung verleiht ihren Texten einen Hauch von Hoffnung, die dem traumatischen Thema entgegenwirkt. Bei der Erinnerung daran, wie sich eine Kommilitonin der Anweisung widersetzt, die Nationalhymne der Afroamerikaner nicht im Beisein weißer Gäste zu singen, schreibt sie: Die Tränen, die vielen übers Gesicht liefen, wurden nicht schamvoll abgewischt. Wir waren wieder da. Wir haben überlebt. Angelous Biografie erschien inmitten der Bürgerrechts- und Black-Power-Bewegungen, als Aktivisten Lehrpläne forderten, die die Vielfalt der Erfahrungen in den USA widerspiegeln. Doch kaum war das Buch Pflichtlektüre an den Schulen, wurde es infrage gestellt. In den 1970er und 80er Jahren gab es US-weit viele Kampagnen zur Kontrolle der Lehrpläne. Auf der Liste der am häufigsten verbotenen Bücher des amerikanischen Bibliotheksverbands stand »Ich weiß, warum der gefangene Vogel singt« 2 Jahrzehnte lang ganz oben. Doch Eltern, Schüler und Lehrer setzten sich immer wieder für die Autobiografie ein. 2013 avancierte das Buch zum Sachliteraturwerk, das an amerikanischen Highschools am zweithäufigsten behandelt wurde. Auf die Frage, wie sie sich fühle, die Autorin eines der am häufigsten verbotenen Bücher zu sein, antwortete Angelou: Die Leute, die wollen, dass mein Buch verboten wird, haben nie auch nur einen Absatz von mir gelesen, sondern nur gehört, dass ich über eine Vergewaltigung schreibe. Sie tun so, als wären ihre Kinder nicht denselben Gefahren ausgesetzt. Und das ist furchtbar. Angelou war der Meinung, dass die Kinder, die alt genug sind, Opfer von sexuellem Missbrauch und Rassismus zu werden, auch alt genug für diese Themen sind. Denn Zuhören und Lernen sind unerlässlich für die Bewältigung und das Unaussprechliche ist umso gefährlicher, wenn es unausgesprochen bleibt. Abonniere diesen Kanal, wenn du dich für Geschichte interessierst, denn die Lektionen von gestern können uns helfen, die Herausforderungen von heute zu meistern.